Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Heute unter dem Motto Innovation with Integrity, wie Bruker durch Partnerschaften die Wissenschaft vorantreibt. In der heutigen Folge begrüßen wir Jochen Franke, Product Manager und Teamlead Magnetic Particle Imaging bei der Biospin-Gruppe. Wir sprechen über seine Leidenschaft für die Technologie, die Grenzen des Möglichen zu durchbrechen und erfahren mehr über eines der aufregendsten Projekte, an denen er gearbeitet hat. Außerdem diskutieren wir die Bedeutung von Partnerschaften mit Universitäten und akademischen Einrichtungen für die Innovationskraft von Bruker und werfen einen Blick in die Zukunft der Branche. Los geht's! Herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du dabei bist. Möchtest du dich zunächst mal für unsere Zuhörer vorstellen? Ja, gerne, Lisa. Also mein Name ist Jochen Franke. Ich bin der Produktmanager für Magnetic Particle Imaging, Magnetpartikelbildgebung auf Deutsch. Ich bin auch der Teamleiter der MPI-Truppe und seit 12 Jahren hier am Standort in Ettlingen tätig im Bereich von MPI. Ich bin 41 Jahre alt, ich bin verheiratet und habe 3 Kinder und hatte Biomedical Engineering an der RWTH Aachen studiert gehabt. Gibt es denn, also du hast natürlich wahrscheinlich schon sehr viel zu tun zu Hause, aber sicherlich auch noch andere Leidenschaften jetzt außerhalb von Bruker. Das heißt, was machst du denn zum Beispiel, wenn du nicht für Bruker arbeitest? Ja, wenn ich nicht bei Bruker arbeite, dann versuche ich mich ein bisschen zu entspannen, indem ich viel Musik höre. Also ich bin mehr der Musikkonsument als der Produzent und höre da gerne Vinylplatten. Wenn ich gerade keine Musik höre, dann fotografiere ich hobbymäßig und da knüpft das auch direkt, denke ich, auch schon an meinen Beruf an. Also nicht, dass ich Fotografie hier bei Bruker mache, aber ich bin eben in der Partikelbildgebung tätig und somit ist die Erstellung oder Erschaffung von Bildmaterial jetzt im hobbymäßigen Fotografieren da drin, als auch im Beruf. Und so hat sich das auch eigentlich bei mir entwickelt, dass ich eine sehr hohe Affinität zu Bildern im Allgemeinen habe und das jetzt auch in der technischen Art und Weise hier auch umsetzen kann. Quasi dann eine deiner Leidenschaften auch so ein bisschen zum Beruf gemacht. Korrekt, ja. Jetzt sowohl privat als auch beruflich. Gibt es da was Bestimmtes, was dich inspiriert täglich oder was vielleicht auch so deine persönliche Motivation, dein Antrieb ist? Ja. Also, ich habe das Gefühl oder ich glaube, dass das, was ich hier mache, auch eine hohe Relevanz hat. Also, das ist nicht einfach nur, ich gehe morgens ins Büro und gehe abends wieder nach Hause, sondern ich verfolge hier wirklich ein Ziel, was nicht nur, ja, Drucker weiterbringt, sondern was auch wirklich Impact auch, ja, für die Gesellschaft hat. Sind neuartige Technologien auf den Markt zu bringen, neue Technologien zu entwickeln und neue Technologien wirklich anwendungsfähig zu machen. Und diese Relevanz, das ist schon wirklich großartig, dass man dann ein gutes Gefühl dabei hat, dass man was bewegen kann. Genau, das ist das eine. Das andere ist, dass ich einfach Spaß an dem habe, was ich mache, dass ich hier herkomme mit einem guten Gefühl, dass ich Sachen ja, mein tägliches Arbeitsumfeld oder meine Aufgaben, die sind extrem abwechslungsreich und dementsprechend ist jeder Tag doch irgendwie ein bisschen anders. Und so ist es extrem erquickend, dann auch hier seine Tage zu verbringen. Und man verbringt auf der Arbeit sehr viel Zeit. Das ist gilt für jeden. Und ja, und dann gibt's natürlich noch andere Elemente, die einen so motivieren, die einen hier ja auch festhalten.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf. Ich habe mal den Spruch geprägt, wir bei Bruker machen geilen Scheiß. Und also das klingt jetzt vielleicht äh, anders, als es gemeint ist. Und was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass wir hier Produkte erschaffen und herstellen, die sehr spezifische Anforderungen haben und sehr spezifische Anwendungen realisieren. Und für denjenigen, der in dem Feld arbeitet, ist es ultraklasse, sowas zu haben, solche Technologien an der Hand zu haben, um seine eigene Forschung voranzutreiben. Für andere, die nicht in dem Feld sind, klingt das so, als wären das Sachen, die ultra abstrakt sind und dementsprechend habe ich eben diesen Ausdruck generiert, dass wir hier so einen geilen Scheiß machen. Und das meine ich wirklich nicht abwertend, ganz im Gegenteil. Das sind Sachen, die man einfach auch vielleicht gar nicht für möglich hält und die aber extrem hilfreich sind für die wissenschaftliche Community. Und das ist auch, ja, man kennt vielleicht so aus den 70er Jahren, da gibt es einen Film Fantastic Voyage, die fantastische Reise, wo Wissenschaftler geschrumpft werden, um dann in einem U-Boot durch den Körper durchzufliegen, durchzuschwimmen, durchzutauchen. Und in meiner Technologie, die ich betreue, die Magnetic Particle Imaging, haben wir sowas Ähnliches im Prinzip auch schon realisiert. Also wir sind wirklich nah an dem Sci-Fi irgendwie mit dran. Das sind keine Nanoroboter, aber M Mikro-Milli-Roboter, würde ich sie jetzt mal nennen, die man magnetisch aktuieren kann, die man magnetisch bewegen kann und die man sozusagen durch Bereiche oder durch Objekte durchsteuern kann. Von außen nur mit Hilfe von Magnetfeldern. Und so, das ist der Aspekt von dem geilen Scheiß, den wir hier machen. Das ist so unfassbar abstrakt und dennoch arbeiten wir daran und versuchen, Kunden diese Möglichkeit zu ermöglichen, mit unseren Geräten solche komischen Dinge zu machen, die man so eigentlich nur aus so Wissenschafts-spooky Doku Fantasiefilmen kennt. Ja, und das ist das, was mich hier so motiviert, dass man hier komplett neue Technologien entwickelt, neue Technologien erprobt, erforscht und ja, mit Kunden neue Technologien vorantreibt und deren Notwendigkeiten in Produkte, in Lösungen, in Hardware, in Software realisiert. Und über, ja, ich nenne das immer so das Nihito-Prinzip. Also das ist auch in der Community auch bekannt. Also nothing important happens in the office. Also mir ist es extrem wichtig, dass ich eben auch zu Kunden hingehe, dass ich mit denen spreche, was brauchen die, was für Funktionen sind notwendig, um solche Sachen dann auch wirklich zu realisieren, dass man irgendwelche Objekte, magnetische Objekte durch andere Objekte durchmanövrieren kann, zum Beispiel. Ja, das ist das, was mich hier wirklich motiviert und wo ich mein Herzblut reinstecke. Hört sich absolut nachvollziehbar an und, auch den Spruch, den du geprägt hast. Also, ich finde, das passt perfekt. Ich glaube, das beschreibt Drucker eigentlich ganz gut und, das zeigt eben auch noch mal, wie viele inspirierende Menschen beim Drucker hier arbeiten, so wie du extrem begeistert sind von dem, was wir tun. Und das macht natürlich auch umso mehr Spaß, alleine auch, wenn man dem zuschauen kann. Und vor allem, glaube ich, kann man da auch extrem stolz auf sich selber sein, wenn man dann eben auch im Nachhinein weiß, welchen Beitrag man, zu entsprechenden Dingen geleistet hat. Ja, das ist absolut so. Das ist das, wo wir hier auch leben. Und das ist, als ich mein Praktikum gemacht hatte, hatte mein Betreuer zu mir gesagt, naja, wenn er ganz viel Glück hat, dann kommt eine Sequenz, die er mal erforscht hat oder erfunden hat, kommt dann vielleicht mal in ein Produkt. Und aber bevor das in das Produkt kommt, geht es noch durch 5 andere Hände.
und wird dann nochmal neu kompiliert, wird neu geschrieben, wird optimiert auf die Software. Und ich als Produktmanager hier bei Bruker, ich kann mir sozusagen ein Traumsystem überlegen, kann da Funktionen rein definieren, die ich denke, die Kunden brauchen. Und dann wird so ein Produkt einfach in Gänze so oder so ähnlich dann auch hergestellt und realisiert. Und das ist wirklich etwas, was ich denke, was ich nirgends anders so schnell finden werde. Du hattest jetzt eben auch von deinem Studium erzählt gerade, hast auch erfolgreich, vor Kurzem, das heißt vor ein paar Monaten, auch deine Doktorarbeit mit dem Fokus auf Magnetic Particle Imaging verteidigt. In dem Rahmen jetzt auch noch mal hier herzliche Gratulation für die Erreichung dieses Meilensteins. Dankeschön. Und für alle, die auch wie ich keinerlei wissenschaftliche Kenntnisse besitzen, vielleicht, kurz erklärt, oder einfach erklärt, dabei geht es um die Methode zur Bestimmung der Verteilung von magnetischem Material in einem Volumen. Ich hoffe, das war richtig erklärt in einem Satz. Ja, so kann man das ungefähr darstellen. Genau, es geht darum, dass wir eine Tracer-basierte, also eine ein bildgebendes Verfahren etablieren, bei dem magnetisches Material in den Körper eingebracht wird und dieses dann im dreidimensionalen Volumen dargestellt werden kann. Quantitative Bildgebung kann man dazu sagen, um Krankheitsbilder zu detektieren, um Flüsse zu quantifizieren, also Blutflüsse zum Beispiel. Man könnte auch Zellen magnetisch labeln und diese über eine lange Zeit verfolgen. Und der Vorteil von dem ganzen Verfahren ist, dass es biokompatibel ist, also dass es nicht invasiv ist. Wir benutzen nur magnetisches Material beziehungsweise nur magnetische Felder zur Anregung dieser Partikel und auch zum Auslesen, zum Detektieren dieser Partikel. Okay, cool. Das, hört sich, spannend an und, so wie du von erwähnt hattest, eben auch diese Leidenschaft und, hat dich auch seit dem Studium begleitet, und wurde zu deiner Herzensangelegenheit, wenn man das so sagen kann. Wie würdest du jetzt deinen Weg seitdem beschreiben und was hat dich vielleicht ursprünglich zu Bruker gebracht und vor allem auch, was hat dich, diese 12 Jahre auch hier gehalten? Das ist eine gute Frage. Also, was hat mich zu Bruker geführt? Während des Studiums hatte ich über das Verfahren Magnetic Particle Imaging das erste Mal gehört, fand das faszinierend. Das ist eine sehr relativ neue bildgebende Methode. Die wurde ziemlich genau vor 20 Jahren erfunden, beziehungsweise vor 20 Jahren wurde die erste Publikation veröffentlicht. Ähm, und ja, das ist, wenn ein neues bildgebendes Verfahren in die Community reingespült wird, ist es natürlich eine extrem interessante Gelegenheit, sich auf quasi ein neues Pferd zu setzen und komplett neue Technologien zu etablieren, zu erforschen, voranzutreiben und in den marktfähig zu bringen. Mhm. Und so kam ich eben zu Bruker. Ich hatte von MPI gehört, bin während einer Konferenz auf den Bruker-Stand gekommen. Da gibt es immer so industrielle Ausstellungen. Und da hatte ich einfach Educated Guess gefragt, ob es denn bei Bruker irgendwelche Projekte mit Magnetpartikelbildgebung gibt. Und da bin ich ja auf offene Ohren gestoßen und wir hatten da ein längeres Gespräch und dann hieß es, ja, du kannst dich ja mal bewerben bei Bruker. Und das habe ich dann auch getan und wurde dann eingeladen für ein Bewerbungsgespräch, um dann über eine, ja, Doktorarbeit dann hier bei Bruker einzusteigen. Die Das Angebot, eine Doktorarbeit hier bei Bruker zu machen, das war sozusagen die Eintrittskarte, ein extrem interessantes Forschungsfeld zu bearbeiten und, ja, sich dann hier in der Firma auszuleben und auszutoben. Und das hat sich ja auch, erfolgreich entwickelt, würde ich sagen. Darauf gehen wir auch später noch mal Mhm. ein. Vielleicht also, du hattest ja Bruker auch, vorher schon gekannt, soweit ich weiß. Also, vielleicht können wir da noch so 'ne kleine Okay, ja, Anekdote ja, okay. einschieben. Ja, das hatte ich kurz überlegt, ob ich das hier anbringe. Ich dachte, vielleicht im Podcast nicht, aber wenn wir schon drüber sprechen, ja, also ich kenne Bruker tatsächlich mein Leben lang. Also kennen ist übertrieben. Ich bin
neben Bruker groß geworden, in einem der ersten, ja, quasi neben den ersten Gebäuden, die Bruker etabliert hatte. Ähm, ja, mein Schulweg ging täglich an Bruker vorbei, in der Nähe von Karlsruhe, in Rheinstetten. Und ja, ich fand es immer faszinierend. Das war immer irgendwas mit Technologie. Da waren immer irgendwelche Aufkleber, dass man da nicht mit Herzschrittmacher rein darf. Aber ich wusste nie, was Bruker macht als Kind. Bin da immer nur durch ja, die Nebelschwaden durchgesprungen im Herbst, wenn es denn gerade neues Helium gab oder Stickstofflieferung gab. Das war immer das Highlight für mich, wenn ich morgens zum Bus gelaufen bin, um in die Schule zu gelangen. Ja, und so hat mich Bruker eigentlich immer so begleitet. Der Bruker Vogel nenne ich das Logo von Bruker. Ähm, und ja, aber genau wusste ich nicht, was Bruker macht. Und während der Schulzeit war das dann auch nicht sonderlich interessant. Das sind andere Dinge, auf die man sich konzentriert. Und schlussendlich dann im Studium habe ich dann gelernt, was Bruker, also wirklich mein damaliger Nachbar, was der alles macht, was die für Technologien auf den Markt bringen, was für Messmethoden die am Start haben. Ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, von Magnetic Particle Imaging gehört und war vorher bei der Firma Philips, wo das auch erfunden wurde. Und auch da habe ich noch nicht so genau gewusst, was MPI bedeutet. Aber ja, nach und nach ist halt das Interesse gestiegen und so habe ich mich eben dann vorgestellt und gefragt, ob es da eine Möglichkeit gäbe. Was natürlich auch immer spannend ist, wie bringt man denn dann so die ganzen Verpflichtungen unter einen Hut? Und, vielleicht auch, wie hat dich Bruker denn, während deiner gesamten Zeit dabei unterstützt? Ja, wie hat mich Bruker dabei unterstützt? Du sprichst auch ein bisschen auf die familiäre Situation an. Ich habe natürlich bei jedem Kind auch 'n Elternzeit genommen und das war gar keine Frage. Die Arbeiten, die in der Zeit angestanden hatten, hatten wir im Team sozusagen auch verteilt. Natürlich nicht mit der gleichen Velocity wie vorher, weil das einfach für meine Kollegen dann, ja, Zusatzarbeit war. Dementsprechend ging es weiter, aber nicht auf der Geschwindigkeit. Und ja, nicht nur Elternzeit waren dabei, sondern auch einfach weitere, ja, Lernmöglichkeiten. Also, ich bin immer gewillt, neue Methoden zu lernen, neue, ähm, ja, Verfahren zu lernen. Und so wurde ich da auch wirklich massiv unterstützt, um ja, mich selber auch voranzutreiben. Die Technologie als auch mich als Person hier als Arbeitskraft bei Bruker. Das sind Konferenzen, ja, das sind Entwicklungsprogramme, wo ich mit teilnehmen konnte, um eben mich nicht nur in der Forschung sozusagen zu verankern, sondern auch im Produktmanagement, wo ich jetzt dann schlussendlich auch gelandet bin. Und das ist ja auch eine schöne Belohnung, dann irgendwie so von fast Anfang bis Ende Mhm. dabei gewesen sein zu dürfen, weil man dann halt auch alles mitbekommt und für mich auch, 'n Zeichen von Vertrauen, ne? Grade so 'n neuen Bereich, jemandem anzuvertrauen und ihm da so in Anführungszeichen die künstlerische Freiheit zu lassen, da, den Bereich vollumfänglich neu zu entdecken und für die Firma zu etablieren. Und ich denke, mit deinem Team, das ja auch, wächst, sieht man ja auch, dass das auf jeden Fall von Erfolg gekrönt ist Mhm. und, deine Leidenschaft, da absolut richtig ist. Und, eben wir hatten jetzt auch schon du hattest gesagt, die Technologie, gerade MPI, ist ja auch relativ neu. Das heißt, auch da eben dein Fokus, mit Hilfe unserer Technologien die Grenzen des Möglichen zu durchbrechen. Kannst du denn uns über eines deiner aufregenden Projekte was erzählen? Also, was war so das aufregendste Projekt, an dem du während deiner 12 Jahre hier, gearbeitet hast? Ist das jetzt eben dann das Projekt, was du gesagt hattest, deiner Doktorarbeit oder gibt's da noch was anderes, von dem du gerne erzählen möchtest? Also, als abgeschlossenes Projekt sehe ich weiterhin die Kombination aus MPI und MRI als extrem spannendes Thema oder als Projekt. Ähm, aber ich war jetzt so in den letzten 12 Jahren kontinuierlich in verschiedenen Kooperationen tätig. Also, habe sozusagen nie die Kooperation zu unseren externen Partnern verloren.
Und das ist auch das, was mich hier auch inspiriert bei Bruker, dass es eben nicht nur diese, ja, direkte und lineare Produktentwicklung ist, sondern dass es eben diese Technologie-Seitenaspekte berücksichtigt oder dass ich die berücksichtigen kann und ja, immer mal wieder so ein Deep Dive in verschiedene Bereiche machen kann. Und da ist es eben wichtig, dass man eben Kooperationspartner hat, die sich mit einem Gedanken machen, in welche Richtung kann man solche Technologien ausnutzen, wie kann man sie anwenden, weil eine Produktentwicklung ohne eine Applikationsentwicklung zu realisieren, macht wenig Sinn. Also, es muss Mhm. wirklich Hand in Hand gehen, um das wirklich nutzbar zu machen. Du hattest jetzt schon, die Kooperationspartner angesprochen, mit Universitäten oder auch anderen akademischen Einrichtungen, die daneben natürlich diesen, Produktentwicklungsprozess auch maßgeblich vorantreiben. Das heißt natürlich für Bruker auch diese Innovationskraft und Forschungsaktivität noch mal, unterstützen. Möchtest du da noch mal vielleicht so die wichtigsten Aspekte sagen, für Bruker, die eben durch solche Partnerschaften zustande kommen? Und vielleicht auch einfach ein Beispiel, wie entstehen solche Kooperationen normalerweise? Also, interessant sicherlich, ob Bruker da als Unternehmen natürlich auf die Universitäten zugeht oder ob das, auch vielleicht mal andersrum der Fall sein kann, dass ein Kunde da vielleicht auch einen gewissen Wunsch hat und wir dem dann irgendwie gemeinsam nachkommen möchten. Ja, das geht, im Prinzip, beides. Wir hatten oftmals, spezifische Kundenwünsche, 'ne bestimmte Fragestellung zu realisieren, sei es im Bereich, von MPI, sei es im Bereich, von hybrider Bildgebung oder sei es auch im Bereich von Therapie. Und so gründet man dann verschiedene Konsortien. Da ist aber nicht direkt klar, ist es jetzt direkt von der Universität getrieben, ist es mehr von Bruker ausgetrieben. Das geht so Hand in Hand. Da entwickelt man einfach seine gemeinsamen Ideen. Also es ist so 'n sogenannte Co-Creation, wo man wirklich ja aus verschiedenen Perspektiven herangeht. Wir haben auch externe Forschungsaufträge, die wir vergeben haben in der Vergangenheit. Und die sind extrem wertvoll, weil das ist etwas, was ich hier innerhalb von der Broker Biospin extrem lebe, ist der Austausch mit Fachexperten innerhalb der Community, der Magnetic Particle Imaging Community, die wirklich sehr agil unterwegs ist. Und da geht es mir darum, dass man ja, auf Augenhöhe, sich austauscht, dass man gemeinsam Ideen entwickelt, dass man, ja, vielleicht sich auch seine Designs, die man sich überlegt, auch noch mal verifizieren lässt von außen, um so, ja, Fehlerquellen und die Nutzbarkeit der Entwicklung einfach voranzutreiben, ja, und, hochzuhalten. Also, die Fehlerquellen zu minimieren und, die Nutzbarkeit nach oben zu treiben. Das machen wir bei mir im Team, über, ja, Forschungsinstitute hier in Deutschland. Aber wir arbeiten natürlich auch mit Universitäten zusammen, also direkt, mit den, ja, Forschenden, an Universitäten, die eine spezifische Applikation im Kopf haben, die bestimmte Lösungen brauchen, um, ja, ihre Fragestellung dann lösen zu können. Mhm. Klingt auf jeden Fall super spannend, weil man natürlich auch so ein bisschen, die Stärken bündeln kann und da eben auch durch unterschiedliche Perspektiven wahrscheinlich auch gerade diese, Neuentwicklung von Produkten oder auch die Ideen viel schneller zum Leben erwecken kann. Gibt es denn jetzt, für dich, besondere Kooperationen mit Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen, die du jetzt hier nennen möchtest, die für dich jetzt einen besonderen Fortschritt oder einen Durchbruch, bewirkt haben? Ja, also da kommt mir insbesondere ein Projekt in den Sinn, das nennt sich, FMT, also funktionelle Magnetotherapie. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir mit insgesamt, also wir waren 3 Partner,
Das ist die Universität zu Lübeck gewesen, die Universität Freiburg und Bruker Biospin. Und in dem Projekt haben wir die Machbarkeit gezeigt, Magnetpartikelbildgebung und die äh, Magnetfluidhyperthermie, also die Erhitzung oder Erwärmung von Gewebe über magnetische Felder und magnetische Substanzen zu realisieren. Damit in dem Projekt haben wir ein Funktionsmuster aufgebaut. Das ist das weltweit erste Gerät, was Magnetpartikelbildgebung und die Magnetfluidhyperthermie am gleichen Ort realisieren kann. Und dieses Gerät, das ist wirklich ein Unikat weltweit, kann man lokal die Temperatur von Gewebe zum Beispiel erwärmen. Und die Idee dahinter war, dass wir die Blut-Hirn-Schranke eröffnen können, um dann lokal Medikamente in das Hirngewebe einbringen zu können, was normalerweise nicht möglich ist, weil eben diese Blut-Hirn-Schranke dies verhindert. Und das ist so ein Beispiel, wo wirklich eine Anwendung als Initiator da war. Das heißt, ein eine Universität hat diese Idee gehabt, kam auf Brucker zu. Wir möchten genau das machen. Wir haben hier eine Möglichkeit, uns das fördern zu lassen. Wir brauchen euch, Brucker, als Partner. Wir brauchen noch zusätzlich eine andere Universität, um auch noch weitere Hardware beizusteuern. Und so entwickelt sich dann ein Konsortium und da arbeitet man dann über mehrere Jahre hin auf dieses Ziel. Ja, und das war ein Projekt, was mir persönlich auch sehr, sehr am Herzen liegt, weil wir einfach, das war noch während der Corona-Zeit dann auch, wo wir in den Projektabschluss reingerutscht sind. Und das war natürlich extrem spannungsbeladen, weil wir hatten extremen Zeitdruck, weil die Fördermittel ausgelaufen sind, beziehungsweise das Forschungszeitfenster eben abgelaufen ist und wir wollten die Applikation unbedingt noch zeigen. Und dann ging es darum, darf man jetzt reisen, darf man nicht reisen, wie muss man reisen, wie muss man sich schützen, wie können wir die drei Partner in einen Raum bringen. Und das war wirklich wahnsinnig spannend und schlussendlich erfolgreich. Wir haben ähm, Phantomversuche gemacht, also Versuche gemacht an Objekten, um die lokale Erhitzung zu zeigen über Magnetfelder und haben da ein extrem hochgeranktes Journal auch bedienen können. Haben wir ein Paper in dem Journal Theranostics platzieren können, wo wir diese Idee, beziehungsweise nicht die Idee, sondern die Realisierung dieser theranostischen Anwendung zeigen konnten. Also Theranostik, nochmal ganz kurz, die Verbindung aus Diagnostik, der Bildgebung, was mir so am Herzen liegt, aber noch zusätzlich eben der nächste Schritt, nämlich die Therapie mit reinzunehmen. Und ich glaube, genau das ist etwas, was wirklich zukunftsträchtig ist. Also absoluter Volltreffer dann in dem Fall für dich und dann auch noch wirklich großartig, dass das Projekt dann auch noch erfolgreich zu Ende geführt werden konnte, trotz auch dieser schwierigen Umstände dann damals. Finde ich super spannend, vor allem natürlich auch toll zu sehen, dass eben dann so eine Forschungseinrichtung mit einer Idee zu Bruker kommt. Also, ist natürlich auch so ein Vertrauensvorschuss wahrscheinlich, sicherlich auch aufgrund der langjährigen guten Kooperation. Also, ich denke, sowas zahlt sich auch immer aus, sich da, wie du gesagt hast, in der Wissenschaftscommunity auch immer auszutauschen und da so ein bisschen gegenseitig auch aufeinanderzusetzen. Wie gehen denn zum Beispiel solche Forschungsprojekte dann auch weiter? Also, wenn die dann jetzt offiziell zu Ende sind, wart ihr danach dann noch weiterhin eben zu diesem Thema in Kontakt? Wird das dann noch weiter verfolgt oder, wie ist das dann ausgegangen damals? Also so eine Kooperation über mehrere Jahre, die schweißt natürlich auf jeden Fall zusammen, insbesondere wenn es eine so erfolgreiche Kooperation ist wie in diesem Fall. Und naja, am Tag X, wenn so eine offizielle Kooperation zu Ende ist, ist die Arbeit natürlich noch nicht 100% getan. Da gibt es, Verwertungen, die man noch machen muss. Da gibt es, Datenanalysen, die noch gemacht werden müssen, die man dann auch vielleicht für Marketing benutzen möchte. Wir haben auch
das Paper nochmal auch ausführen müssen. Das ist innerhalb der Projektlaufzeit nicht mehr zustande gekommen, weil einfach da die ganze Zeit nicht mehr gereicht hatte. Und so werden dann die Puzzlesteine immer hinterher noch auch noch nachsortiert und man spinnt natürlich auch nochmal drüber nach, was man noch hätte machen können, was man anders hätte machen können, wie man ein Folgeprojekt starten könnte und wie man die offenen Punkte, die man vielleicht nicht ganz zu 100% erreicht hat, vielleicht noch weitermachen kann. In dem Fall ist es sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil der Doktorand von der Universität Freiburg ist jetzt auch zu Bruker gekommen und hat hier bei uns Applikationsentwicklung gestartet von einem neuen Forschungsprojekt. Und so, ja, sind die Kooperationen im Prinzip auch dafür da, dass man sein Netzwerk beidseitig natürlich auch stärkt. Man kennt die Leute, man weiß, wie die arbeiten, man kann entscheiden, ja, passt das für eine neue Kooperation, passt das als neuer Mitarbeiter, passt das als Arbeitgeber? Und so laufen diese Projekte, also sind die Projekte nicht sofort gestoppt, die laufen in irgendeiner Art und Weise doch irgendwie weiter. Und natürlich ist das immer, also dadurch, dass Magnetic Particle Imaging noch so jung ist, müssen wir sowieso gucken, dass die Applikationen vorangetrieben werden, dass man da ein Business Development draus macht, dass man da die, die ganze Technologie vorantreibt. Und das passiert auch mit innerhalb dieses Projektes oder im Nachgang zu diesem Projekt. Also hört sich in diesem Projekt zumindest absolut nach einer Win-Win-Situation an. Klar, Vorteile, wenn man da einfach auch langjährig zusammenarbeitet, man kennt sich und kann dann eben weiterhin auch nach so einem Projekt noch davon profitieren. Haben wir damit viel auch in die Vergangenheit geschaut? Was hatten wir für verschiedene Kooperationen? Hm. Was waren so die bedeutendsten Projekte für dich? Jetzt können wir vielleicht noch mal so die Glaskugel rausholen und versuchen, in die Zukunft zu blicken. Was sind denn für dich zukünftig Technologien oder auch Projekte, auf die du dich besonders freust und vor allem vielleicht auch für Bruker wichtig, deiner Meinung nach? Wie kann Bruker es schaffen, weiterhin innovativ und wegweisend auch in der Branche zu bleiben? Ja, da wird es wirklich spannend. Also wir haben aktuell ein Zukunftsprojekt, so nennt sich das sogar. Also das ist eine Ausschreibung für Zukunftsprojekte vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Da haben wir den Zuschlag bekommen. Das ist das Zukunftsprojekt Tersus. Das ist wirklich auch ein, ein Projekt, wo ich meine Leidenschaft auch wirklich weitertreiben kann. Also bei dem FMT-Projekt hatte ich ja gesagt, da haben wir ein Funktionsmuster gebaut, also die erste Machbarkeit gezeigt von der Kombination aus Therapie und Diagnostik, Mhm. also Ceranostics. Und jetzt in dem Zukunftsprojekt, da arbeiten wir mit Forschungseinrichtungen, Universitäten, als auch mit der Pharmaindustrie BioNTech zusammen. Und da geht es jetzt darum, dass wir ja nicht nur die Machbarkeit zeigen, sondern jetzt auch einen Prototyp aufbauen, in dem wir die Diagnostik und die Therapie verbinden und das auf einer neuen Magnetic Particle Imaging Technologie Plattform aufbauen können. Und das ist ja da, wo ich mich jetzt wirklich auch zu Hause fühle und wo ich denke, dass es die Richtung ist, die ja wirklich einen großen Impact auch für die Zukunft haben kann. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Forschungsspielwiese, das ist wirklich etwas, wo man komplett neue Wege geht, wo man versucht, die Speerspitze sozusagen noch spitzer zu machen und noch weiter in die eigentlich in das Unmögliche hineinzugehen und das Unmögliche jetzt nicht nur die Machbarkeit zu zeigen, sondern sogar irgendwie ein Prototyp zu schaffen, den man wirklich auch für den Tagesgebrauch sozusagen nutzen kann. Der Tagesgebrauch für den Forschenden muss man hier einschränken. Ja. Ich habe so auch das Gefühl, dass
die Zusammenarbeit in den letzten Jahren auch irgendwie ein bisschen anders geworden ist. Ja, die Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und von anderen, ja, Industriepartnern. Ähm, Das ist so eine, ich würde fast sagen, ist ein Generationenwechsel auch, wo man wirklich, deutlich mehr Vertrauen auch ineinander hat und dementsprechend auch 'n anderen Umgang zwischeneinander hat und, sich da deutlich mehr unterstützt und, damit natürlich auch das Risiko in so einem Projekt auch minimiert. Ja, und jetzt in diesem Zukunftsprojekt, mit dem Industriepartner BioNTech ist natürlich ein Traum, wirklich da, innovative Lösungen an 'n Start zu bringen. Ja, und da geht's wieder darum, eben Therapie und Diagnostik zu verbinden. Wir bauen hier ein Prototyp auf, in der Kombination von Magnetpartikelbildgebung, Hyperthermie, um dann lokalisiert Therapie zu aktivieren. Die Spannung ist auf jeden Fall da und, auch die Grundvoraussetzungen, die hören sich schon mal sehr vielversprechend an, sodass hoffentlich auch dieses Zukunftsprojekt dann von Erfolg gekrönt sein wird. Habt ihr denn, nur damit wir da so eine Idee davon bekommen, auch 'n zeitlichen Horizont? Also, ist wahrscheinlich auch wie das, Projekt, was du vorher angesprochen hattest, sicherlich zeitlich begrenzt, auch aufgrund der Ja. Forschungsmittel. Genau, also das ist, bei solchen Projekten immer der Fall. Das ist ein Dreijahresprojekt. Wir sind jetzt, grad aktuell mit dem zweiten Jahr gestartet. Es geht jetzt sozusagen in die heiße Phase, wo wir dann auch wirklich, dann liefern müssen, wo dann die ersten, ja, Aufbauten zu sehen sind, die ersten Agenzien nutzbar sind und wo man dann auch, ja, Ergebnisse austauschen kann zwischen den einzelnen Partnern. Wir sind da, ähm 6 verschiedene Partner, also in dem Konsortium. Und, ja, die Kooperation ist wirklich, ja, spitzenmäßig aufgestellt. Also, es sind exzellente Leute dabei, exzellente, Forschungseinrichtungen, und da ergänzen wir uns, ja, zu 100%. Es lässt uns auf jeden Fall sehr positiv, in die Zukunft blicken, würde ich sagen, und wird, glaube ich, so diesem Innovationsgeist, den Bruker schon immer hatte, auch, sehr gerecht, dass wir da einfach weiterhin versuchen, wirklich so diese Grenzen des Unmöglichen weiter voranzuschieben, hattest du ja auch angedeutet. Und damit, sind wir auch schon am Ende, dieser Episode angelangt. Vielen Dank, Jochen, für diese spannenden Einblicke, in deine Vergangenheit, in, die spannenden Projekte, die du begleitet hast und auch in Zukunft noch begleiten wirst. Das war's für heute bei We Discover Together, ein Brucker-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um auch keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen. Wir freuen uns drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Tschüss, vielen Dank, Lisa.